Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema HTML und CSS. Wie versprochen machen wir diesmal die Brotkrumpen-Navigation, Breadcrumbs Navigation auf Englisch. So wird es wahrscheinlich eher jeder kennen. Das ist das Ding, das an eigentlich jeder Webseite an der Seite rumgammelt und dann halt, alles hübsch macht und auch gut sich durchnavigieren lässt. Dazu habe ich hier schon mal ein paar Diffs angelegt, also 4 Stück um genau zu sein. Und zwar hier unten mal ein Footer, also das, was ganz unten auf der Seite ist. Das brauchen wir zwar nicht für unsere Navigation, sieht aber trotzdem nicht übel aus. Ist ja oftmals was drin, zum Beispiel irgendwie ein Impressum oder sowas steht da oft drin. Dann eben die Navigationsleiste links, unseren Main. Und für diejenigen, die die Navigation lieber am Kopf mögen, machen wir da genau dieselbe Navigation auch nochmal hin. Ja, am Anfang müssen wir dann natürlich irgendwas hinfüllen, also reinpacken, weil wir sehen ja gar nicht, was da drin ist. Oder wir sehen die Div gar nicht, wenn die leer ist. Der hat ja dann Breite und Höhe null und Breite und Höhe null. Das ist genauso, als wäre sie weg. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier mal mit einer Liste an. Ich würde euch empfehlen, vielleicht eine Unordered List zu nehmen, ist aber eigentlich wurscht. Und immer gleich den End-Tag hinten dran hängen. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen schneller diesmal. Ich hoffe, das ist trotzdem noch okay. So, dann hier mal ein List-Item. Ähm, Start oder einfach Home, dann li, äh, erste, erste. Ich bin irgendwie gerade einfallslos. Zweite. Und es sollte erstmal reichen. Und dann kopieren wir das, weil wir das da unten ja auch noch haben wollen. Das Home bleibt da drin. Und dann machen wir hier nicht erste, sondern first und second, dass wir es auseinanderhalten können. Und in unser Footer schreiben wir irgendwas anderes rein. Was können wir da hin machen? Nimm, 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 nimm. Das Impressum. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe die vom letzten Mal noch geladen, die Seite. Allerdings habe ich auch wieder alles rausgemacht an CSS, was wir hatten. Denn wir wollen das ja von ganz am Anfang machen. So, ihr seht jetzt hier, das ist einfach total geordnet. Ja, hier halt Home, erste, zweite, Home, first, second und unten drunter das Impressum. Und in der Mitte, das ist unser Main. Das ist der Teil hier, den hatten wir einfach schon das letzte Mal geschrieben. Beziehungsweise ich hatte den irgendwann mal geschrieben. Ja, und so sieht eigentlich das HTML schon mal aus. Jetzt sind es ja erstens noch keine Links, das kommt noch. Und zweitens sieht es noch nicht wirklich aus wie eine Navigationsleiste. Darum würde ich sagen, machen wir hier mal was in der CSS. Ich habe alles rausgelöscht, wie gesagt, und habe halt schon mal diese IDs eingefügt von der Main, vom Footer, von der Navi links und vom Header. Ja, fangen wir beim Header an. Border. Und ich gebe mir da jetzt nicht so viel Mühe, ich mache die einfach oben, unten, rechts und links gleich. Das heißt einfach hier mal 5 Pixel, Rich und Silber. Warum nicht? So. Ah, nein, das war das Falsche. Das da. Okay. Sieht nicht arg viel besser aus, aber immerhin wissen wir jetzt, wo was ist. Das hilft vielleicht schon mal ein bisschen. Ja, jetzt. Was machen wir jetzt? Wir verschieben alles so, dass es passt. Wie tun wir das? Wir nehmen einen Float. Ähm, Float ist eins der Dinge, die dafür enorm wichtig sind. Und zwar floaten wir jetzt einfach mal die linke Navi float left. Das bedeutet folgendes, wenn es klappt. Nein, das klappt nicht so, wie ich das wollte. Ich brauche die hier oben drüber. Über der Main. Die Main kommt weiter unten hin. So, jetzt. Genau, es kommt immer drauf an, wo was steht. Und jetzt seht ihr es hier. Sie floatet einfach mal darüber.
auch noch nicht arg viel besser, weil hier haben wir erstens mal keine eigenen List-Items, aber wir haben immerhin schon mal ja, das Ding an der richtigen Stelle. Und zwar ist es so, ein Float-Befehl, der macht praktisch der bestimmt den Textumfluss. Das kennt ihr vielleicht aus Word. Das ist jetzt gerade so, als hätten wir uns ein Bild dahin gezogen, hätten gesagt, der Text umfließt das jetzt rechts davon. Also das fließt praktisch nach links. Ähm, ja, ihr seht direkt hier, knüpft es an und unten drunter, wo die Div aufhört, haben wir dann unser Bild noch stehen. Weil wir das aber so nicht wollen, also wir wollen es schon so haben, wir wollen es aber ein bisschen stylischer haben, packen wir dem Ding einen Margin hin. Ja, wie viel? Das kann ich euch so gerade gar nicht sagen. Probieren wir es mal mit 5%. Ups. Ja, na, das war zu viel, ja. Vor allem braucht man eigentlich den Margin nur, was ist das? Rechts? Besser. Ja, genau. Dann verändern wir noch den Padding. Den packen wir einfach auf 20 Pixel. Denn wir wollen ja ein bisschen Platz haben, weil das D hier an Second, das ist ja schon direkt an der Kante dran. Das ist nicht so toll. Besser, oder? Findet ihr nicht? Also so haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Jetzt packen wir noch die Höhe anders. Höhe auf 100%. Höhe auf 100%. Hallo? Dann halt nicht, dann packen wir sie auf 100 EM. Probieren wir uns durch. Das war zu viel. 50 EM. EM ist nochmal eine andere Maßeinheit, die... Ach, eigentlich... Warum EM? Ich komme mit den EMs nicht ganz klar. Man sollte die zwar eigentlich benutzen, weil sie... Ja, viel besser. Ich mag Pixel viel lieber. Oder halt prozentuale Angaben. So, und jetzt machen wir die Main hier auf... Eigentlich könnten wir das abstimmen. Und zwar habe ich, glaube ich, bei meinen Videos eine Höhe von 720 Pixeln. Das heißt, wir können das auf 600 Pixel stellen. Und die Main auch gerade mal auf 600 Pixel. Bam. Wir haben hier jetzt das da. Das Impressum unten dran kleben. Unterhalb von unserer Div. Und wir haben... Ja. Das so, wie wir es eigentlich haben wollten. Allerdings stört mich jetzt hier noch, dass man hier diese Kanten sehen kann. Das ist natürlich nicht so toll. Wir müssen jetzt also eventuell unser Impressum und unsere Main in eine Div packen und diese Div dann halt Abstand zu unserer Brotkrumpennavigation haben lassen. Das machen wir jetzt mal. Also ihr seht gleich, was ich meine. Hier in die Div reinpacken und die ganz unten aufhören lassen. Seht ihr das noch? Ja, tut ihr. Sehr gut. Ja. Jetzt sind die einfach in einer Div drin. Das hat eigentlich gar keinen Unterschied gemacht. Aber wir können dieser Div jetzt hier eine ID geben. ID gleich Container. Es sind ja eigentlich alles Container, aber egal. Ups. Raute. Container. So, und jetzt machen wir das Ganze hübsch, indem wir hier einfach... Wir geben diesmal keine Border, weil sonst hätten wir ja zweifach Border und sowas, das wäre jetzt nicht so in unserem Interesse. Wir setzen die jetzt einfach auf 50 Pixel links. Na, das wird nicht ganz aufgehen. Machen wir lieber 80. Und wir haben ja erstmal, oder besser gesagt, ich habe vergessen, da einfach nur Left dran zu schreiben. Ich will ja nicht Top auch noch. Und zweitens sieht man jetzt gleich hier, dass ich mich wieder mal verrechnet habe. Dazu, kleiner Tipp, man macht hier einfach die Breite von unserer linken Navigationsleiste, stellen wir, sagen wir mal, auf 120 Pixel, sollten dann wohl auf jeden Fall reichen. Und dann packen wir uns hier den Margin eben auch auf 120 Pixel, wenn 80 nicht reichen.
immer noch nicht. Tatsächlich. Ähm, okay, dann halt nicht. Dann gehe ich jetzt ein Prozent über. Weil dann wird sie dicker, je größer das Browser-Window ist. Allerdings brauche ich dann hier 6% vielleicht eher. Weil wir ein bisschen an der 5% sind zu wenig. Also ihr seht, das ist furchtbare Rumprobiererei. Und ich frage mich gerade, warum der Margin an der Seite so riesig ist. Hier, dieses Überlappen, das ist ja furchtbar. Ähm, ach so, ja, okay. Ähm, und zwar habe ich hier dem Padding natürlich auch noch was zugewiesen. Den können wir aber hier wieder rausmachen, dann sollte es funktionieren. Ja, jetzt haben wir sogar hier noch das 1% mehr drin. Das können wir dann wieder raustun. So, jetzt liegen sie genau aufeinander. Und wir haben unsere Brotkrumpennavigation. Ja, wir können natürlich auch einfach die Höhe von dem Ding auf 100% stellen. Könnten wir. Dann wird es natürlich dem Inhalt hier angeglichen und wir haben hier unten vielen freien Platz. Das heißt, es geht oder lohnt sich im Prinzip nur, wenn man hier auch wirklich keinen Rand dran hat. Manche Leute mögen es lieber ohne Rand, manche Leute mögen es lieber mit Rand, das dürft ihr dann entscheiden. So, also ich lasse das jetzt hier mal auf 600 Pixel und habe hier schon mal meine schöne Einteilung. Den Footer muss man jetzt da nicht unbedingt haben, kann man auch anders machen. Also auf jeden Fall mit Margin rumprobieren und dann halt möglichst genau treffen, so wie ihr das haben wollt. So, jetzt kommt das Eigentliche. Und zwar, wir formatieren unsere List-Items. Wir nennen das Ganze Class oder ID besser. Navi UL. UL. Wollen ja hier korrekt bleiben. Ja, und da dürfte sich auch nichts ändern dran. Es wäre jetzt strange gewesen, wenn sich da was geändert hätte. Navi UL bekommt hier einige Attribute. Was wollen wir denn jetzt da haben? Wir wollen erstmal diese Punkte da verschwinden lassen. List-Style Doppelpunkt und ja, jetzt ist es gerade unordered, meinte ich, ja. Und wir machen dann einfach None davor oder dahinter. Und schon sind die Punkte weg. Ja, und jetzt wollen wir ja diese List-Items hier noch verändern. Deswegen machen wir jetzt das hinten mal. Also ich hoffe, ihr erinnert euch daran, wie man darauf zugreifen kann. Navi-UL ist unsere ID. Und die, ohne Punkt, enthält ja einige List-Items. So, jetzt können wir die formatieren. Wir sagen praktisch, wir machen für die einen Margin. Ne, kein Margin. Wir machen ihnen erstmal eine Border. 2 Pixel. Solid und Black. Soll jetzt nicht zu bunt werden und dann probieren wir es mal aus. Haben wir hier, ja, nicht so toll, haben wir hier diese einzelnen List-Items. Muss ich ehrlich sagen, die gefallen mir gar nicht so. Naja, kann man ja noch weiter rumformatieren. Erstmal brauchen die einen Margin nach links um 10 Pixel. Sonst wird das ja mal gar nichts. Hallo, 10 Pixel. Dann setzen wir den rechten. Ja, okay, das stimmt, das geht ja nicht. Rechts stehen wir ja schon an. Und links ist auch fest. Das heißt, unsere Größe ist hier fest. Wenn wir jetzt hier das so machen, dann
bleibt unsere Breite von den List-Items leider immer gleich. Das heißt, das nimmt einfach die volle Breite, die wir kriegen können von unseren List-Items. Das heißt, da überlappt sich. Das ist nicht so unbedingt das, was wir jetzt brauchen. Ja, und da wir jetzt diese Dinger hier nicht so rumfahren haben wollen, ähm, würde ich sagen, wir verschieben die einfach nochmal ein bisschen nach links, dass sie eher so mittiger stehen. Deswegen nicht unbedingt die List-Items formatieren, sondern eher die ganze Liste auf einmal, würde ich sagen. Margin minus, was ist das jetzt, wo wir... rechts, genau. Also wir wollen rechts Abstand haben. Ich würde sagen, so 20 Pixel sollten passen. Genau. Dafür schieben wir jetzt die Dinge auch noch ein bisschen weiter nach rechts. Margin minus... nicht nach rechts, nach links. Verringern wir da den Abstand um 10 Pixel. 15, na 20. 20. Ja, viel besser. Jetzt die einzelnen List-Items sollen ja auch noch ein bisschen Platz zwischen sich haben. Das heißt, wir machen da auch ein Margin rein. Also ihr seht, das ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. So. Na, vielleicht ein bisschen viel. Aber egal. Passt erstmal. So, und jetzt wollen wir, dass diese Sachen hübsche Links werden, die dann auch funktionieren. Wie machen wir das? Und erstmal, wieso ist die Schrift da so eklig? Erstmal würde ich sagen, wir machen die Schriftfarbe auf weiß, den Hintergrund auf dunkelgrau oder sowas. Background, ups. Gucken, ob es das gibt. Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt's. Gut, damit haben wir aber immer noch keine Links. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Kniff. Ich weiß nicht, wie viele von euch den schon kennen. Wo sind wir denn? Home, First, Second. Okay, das heißt, wir sind hier drin. Wenn wir jetzt hier A, /A, also den Link eingeben, mit Link auf google.com, müsste eigentlich auch so funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Egal. http www.google.com. Dann haben wir hier das als, ich wollte es euch eigentlich nur zeigen, nicht anklicken, nur dieses Home, also nur die Schrift als Link. Wenn wir jetzt aber, ich habe es vielleicht doch mal davor, jetzt, wenn wir jetzt aber hier diesen Link außerhalb unseres List-Items machen, dann müssen wir es natürlich hinten dann auch wieder außerhalb unseres List-Items schließen. Und wir haben dann das Ganze als Link. Das heißt, wenn wir hier hinten draufklicken, haben wir immer noch unseren Link. Wenn wir da draufklicken, haben wir auch noch unseren Link. Ihr seht, wir kommen hier auf Google. Ziemlich cool. Und ja, Google, nicht Google. Deswegen würde ich euch empfehlen, die ganzen List-Items als Links zu formatieren und nicht, wie gesagt, nur die Schrift. Ja, jetzt können wir natürlich auch mal noch was anderes einfügen, und zwar, wir können Raute Navi -UL die List-Items nochmal extra formatieren, wenn sie gehovert werden, was ja für Links relativ nützlich ist. Sagen wir mal, wir haben Background Color of Orange. Dann fahren wir mal drüber. Wow. Ich drücke nichts, ich fahre einfach nur drüber. Das hier sind ja noch gar keine Links eigentlich. Das ist der einzige Link momentan, weil wir die anderen noch nicht formatiert haben. So, ich glaube, ihr habt das Prinzip mittlerweile verstanden, wie man so eine seitliche Navigation hier reinbringt. Da kann man jetzt natürlich auch noch den Hintergrund von der Div da formatieren. Das ist, Moment, welcher war es denn? Das ist der hier. Background -Color.
selber. Ich glaube, die wird relativ schwarz-weiß, die Webseite. So. Man kann natürlich auch diesen ganzen Hintergrund zum Hovern benutzen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt in unserem Interesse, würde ich sagen. Ja, wird dann alles relativ schnell bunt. Ich meine, das hier reicht eigentlich schon aus. Genau. So, also, dann machen wir weiter mit der hier oben. Die ist zwar seltener zu sehen, aber man findet sie immer mal wieder, eigentlich. Und ja, ich denke, das können wir trotzdem mal machen. Wir wollen die jetzt hier aber natürlich nicht so untereinander haben, wir wollen die natürlich nebeneinander haben, sehr klar. Das heißt, erstmal brauche ich Platz. Ich blicke nämlich schon wieder nicht durch. Wie haben wir denn das Ding da oben genannt? Genau, Header, da oben ist es ja. Ganz oben. So, das untere sollte uns jetzt nicht mehr interessieren, das ist ja eigentlich fertig. Gut, jetzt brauchen wir erstmal wieder für diese Liste hier eine ID. ID gleich Navi minus Head. Also ihr müsst immer darauf achten, dass ihr unterschiedliche IDs habt, sonst wird das ziemliches Kraut und Rüben. Ja, dann packen wir hier auch mal einen Link vorne dran, einfach nur aus Test, als Testfall. href gleich http://www.google.com. Ich könnte jetzt natürlich auch woanders hingehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die das so wollen, aber Google ist, denke ich mal, ganz okay, das kennt sowieso jeder. So. Also, wie machen wir das? Wie haben wir es denn genannt? Raute Navi minus Head, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und selbe Formatierung wie da eigentlich. Ich kopiere die einfach mal rein. Ah, nein, nicht ganz selbe Formatierung, natürlich nicht. Ups. Der Float muss da raus natürlich, sonst haben wir es ja am linken Seitenrand, das wollen wir ja nicht, wir wollen es ja oben haben. Die Höhe stimmt natürlich auch nicht. Und die Breite sollte natürlich auf jeden Fall 100% sein. So, besser. Ja, vielleicht sollten wir dem Ganzen auch keinen Background Color zuweisen, denn wir haben ja da oben unseren Header schon. Und vielleicht sollten wir dem Ganzen auch keine Border zuweisen. Also wäre es wahrscheinlich doch schneller gewesen, wenn ich es geschrieben hätte. Aber egal. So, und jetzt gehen wir wieder auf die List-Items. Raute Navi-Head LI. Und da wollen wir was haben? Wir wollen wieder ja, hier, wir wollen wieder 2 Pixel, Solid Black. Wir wollen eigentlich wieder das haben. So, jetzt folgendes. Wir haben hier die List-Items, die einfach endlos breit sind. Nicht endlos, aber bis zu unserem Dokumentende. Wir haben List-Items, die untereinander stehen. Das wollen wir alles nicht. Das heißt, wir machen den Dingern jetzt einen Float erstmal. Ja. Float left und schauen, was passiert. So, jetzt haben wir hier dieses, ja, nicht so schöne Dingens. Deswegen wollen wir ja mal wieder, dass wir das hochschieben. Also, machen wir das mal. Der Margin, den haben wir hier auf 10 Pixel gesetzt, aber wir können ihn auch einfach für Top anders formatieren. Wir sagen einfach Margin Top ist 0. Mal gucken, ob das passt so. Ups. Reicht nicht ganz. Brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Negatives. Wegen der Border noch und so ein Spaß. Immer noch nicht. Na, probieren wir es mit 20 gleich aus. Ja. Jetzt müssen wir natürlich auch noch den Header ein bisschen anpassen.
von der Höhe, jum, 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 sagen wir machen das Ding 100 Pixel hoch, was sich erstmal enorm viel anhört, aber prinzipiell ist es auch enorm viel. Eigentlich zu viel sogar. Ja, es ist zu viel. Packen wir es auf 50 wieder und machen hier den Margin Top wieder raus. Zu früh gefreut. Machen wir ihn kleiner. 15, gut. 5. Ja, so wollen wir das. So, und jetzt noch die List-Items irgendwie alle gleich breit haben. Wir sind ja gerade hier beim Formatieren der List-Items. Und deswegen würde ich sagen, wir formatieren die mal alle auf so 150 Pixel Breite. Für eine Breite ist das jetzt nicht so viel. Und natürlich Text Align machen wir Center, dass es auch schön mittig steht. Wir können jetzt natürlich auch noch, na wobei, ich finde das gar nicht so blöd so. Ja, ich mag das eigentlich so. Jetzt haben wir natürlich hier wieder das Ding als Link und wir wollen wieder so einen Hover-Effekt haben wie da unten. Der Hover-Effekt ist nämlich enorm cool. Ach, Navi, Head, LI, Hover. So. Jetzt wollen wir da wieder die Hintergrundfarbe auf Orange setzen. Und wenn wir... Ups. Ja. Tut mir leid. Die Hintergrundfarbe. Ihr seht, die Tipps, die ich euch gebe, sind wertvoll. Brauche ich nämlich selber immer mal wieder. So, hier. Und jetzt fahren wir da drüber und haben unsere Brotkrumpennavigation oder Breadcrumbs Navigation. Dass dieser Link hier unterstrichen ist, das gefällt mir aber auch gerade noch nicht so sehr. Deswegen generell will ich, dass die Links nicht unterstrichen sind. Außer ich formatiere sie anders. Ups. So. Und jetzt ist er nicht mehr unterstrichen. Viel besser. Gut, das heißt, wir haben hier oben Links drin, da ein Link, da ein Link. Oder auch kein Link. Und unsere Brotkrumpennavigation ist eigentlich schon fertig. Jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn wir hier so Submenüs hätten. Also, ich meine, so Sachen, wenn man drüber fährt, die sich rausfahren und sowas. Und das machen wir jetzt noch. Die sind allerdings ein bisschen schwerer. Lassen sich aber auch ganz gut machen. Nur nicht animieren, das müssen wir dann irgendwann später machen. Aber wir können schon mal das Grundgerüst schaffen. So, also packen wir das am besten hier oben rein. Und zwar direkt hier unten drunter in Home oder unter Home besser gesagt als Unordered List. ID ist gleich Subhome. Und da packen wir dann ein List-Item rein. Oder auch zwei. Ich nehme an, ich sollte das ein bisschen ordentlicher machen. So. So, das List-Item nennen wir jetzt mal meine erste Subseite. Und da passiert Folgendes. Wir haben das Ding hier als weiteren Navigationspunkt, weil wir hier immer noch in unserer ID Navi-Head sind und in unseren List-Items. Deswegen wollen wir das ja ganz anders machen. Also wenn ihr da noch mehrere hinzufügen wollt, ist es überhaupt kein Problem. Aber generell würde ich es euch empfehlen,
pack das Ding ganz nach außen in einen eigenen Div rein. Formatierung, ciao. So. Achso, ja. Dann. Man könnte eigentlich auch gleich die Unordered List nehmen statt dem Div. Genau, und jetzt, was passiert? Wir haben es hier oben als so stehen. Ja, nicht das, was wir wollen, aber wird's bald. Ich schreibe das jetzt einfach mal oben dran, das seht ihr ja. Und der Rest, den verändern wir eh nicht mehr. Und zwar, wir machen jetzt, wie haben wir es denn genannt? Ups. Subhome, genau. Wir machen jetzt Raute Subhome. Wieder mit der Formatierung hier. Ups, das wollte ich da eigentlich nicht drin haben. Haben das hier. Nicht gut. Breite. Ich will ja auch eigentlich die List-Items formatieren, nicht die ganze. Die List-Items machen wir 50 Pixel breit. Mal gucken, ob das reicht. Das reicht gar nicht. Machen wir sie 150 Pixel breit. Das reicht. Die UL an sich, generell mal, ich spare mir da jetzt ein paar Zeilen. List Decoration. List Style heißt's. None, also ich will da nie Punkte haben. Oh, was habe ich jetzt getan? Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wenn man einfach hier keine Klammer setzt, dann führt er bis zum Semikolon noch alles aus und ab da, wo die Syntax kaputt ist, da tut er dann gar nichts mehr. Ja, jetzt geht's wieder. Und jetzt packen wir hier noch ein Padding rein von 5 Pixeln. Und die machen die Höhe ein bisschen kleiner. So, und jetzt schwirrt das Ding immer noch da oben rum, was wir nicht brauchen, was wir nicht wollen und was so auch nicht sein soll. Wir formatieren das jetzt so rum, dass es da unten hinpasst. Und das machen wir in Position. Das hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich. Position Absolute. Genau. Bam. Und es schwirrt irgendwo rum. Es ist jetzt nämlich relativ zum kompletten Dokument. Und da wir hier das überlappt es dann einfach. Also mehr macht es nicht. Jetzt formatieren wir das so rum, dass wir das richtig haben, indem wir den Margin einsetzen. Margin minus top. Ich schätze das einfach mal jetzt auf so 100 Pixel. Na, das war viel zu viel. Ich bin schlecht im Schätzen. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, habt ihr es jetzt sicher gemerkt. Ne, 20 waren zu wenig. 40. 40 ist doch ganz nett. Und dann packen wir den Margin links auf 10 Pixel. Wir wollen das ein bisschen eingerückt haben. 20. Mensch. Wirklich, es geht bergab. So, und jetzt machen wir dem Ding noch eine Hintergrundfarbe. Denn das ist jetzt momentan noch ganz hinten. Wie ihr sehen könnt, also nicht ganz hinten, aber es ist auf jeden Fall von den ganzen Margins durchgestrichen. Oder von den Bordern besser gesagt. Background minus Color. Black? Ne, nicht Black. Cyan. Das wird jetzt richtig bunt. Sehr, sehr bunt. Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu hart. Na, jetzt. Ja, besser. Gut.
So, und jetzt ist dieses Submenü aber immer da. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Das heißt, wir wollen von unserem Subhome LI, wollen wir das Ganze eigentlich niemals sichtbar haben. Display None. So. Und das ist genau der Punkt, wo man mit CSS an seine Grenzen stößt. Ähm, ja, wenn ich jetzt hier dieses Display None wieder weg haben will, dann müsste ich ja das Element hier manipulieren. Das kann ich aber nur innerhalb dieses Elements machen oder in dem Parent-Element. Das heißt, ich müsste das hier innerhalb von dem hier modifizieren. Und da liegt das Problem dran. Man müsste jetzt hier diesen Link eben dazu missbrauchen, dass wenn man diesen Link klickt, dass es dann eben ja, das verändert. Da wir das aber viel einfacher machen können und das einfach viele Leute nicht wissen, werde ich auch noch demnächst, also jetzt dann als folgendes, jQuery Tutorials machen. Ah, und vorher noch HTML5 und CSS3, weil die haben ein paar richtig geile Effekte dabei, wo man das dann auch lernen kann. Also es ist nicht so sehr schwer, aber ja, wir wollen ja, dass das Item da unten wieder erscheint, indem wir hier drüber fahren und nur fahren und nicht draufklicken oder sonst irgendwas. Ja, deswegen machen wir das. Also wie gesagt, erstmal HTML5, dann CSS3 und dann noch jQuery. Und dann seid ihr praktisch die Master im Web Development. Für statische Webseiten, dann sind noch keine Datenbanken dabei, leider. Ja, also ich hoffe, ihr verfolgt das Ganze weiter, gespannt. Und könnt jetzt erstmal eure eigene Breadcrumbs Navigation zusammenbasteln, wie ihr sie gerne haben wollt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.